Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Acer Aspire und zwar ein ES1 524 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar direkt hier oben. Und mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so direkt an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings einzeln tauschen. Eine weitere Besonderheit bei dem Gerät ist, dass man über die Serviceabdeckung hier an die SSD bzw. die 2,5 Zoll Festplatte und die beiden RAM-Slots direkt rankommt. Und die wird jetzt hier auch nur von den zwei Schrauben gehalten. Das heißt, wenn man die beiden Schrauben raus hat, kann man dann einfach hier an der Ecke die Serviceabdeckung nach oben hin abnehmen. Und dann sieht man hier direkt schon, hier ist jetzt keine SSD drin im Moment, aber da wäre die 2,5 Zoll Festplatte, die sitzt auch in einem Gehäuse und wird dann jeweils hier und hier verschraubt, einfach in den SATA-Stecker und ja, kann man also super einfach tauschen. Den RAM kann man auch sehr einfach tauschen. Der wird prinzipiell nur von diesen beiden silbernen Klammern an der Seite gehalten. Die zieht man so ein bisschen nach außen, dann kommt er einem quasi schon entgegen und dann kann man den ganzen Rahmenriegel rausziehen und eben auch gegebenenfalls austauschen. Der Einbau ist genauso einfach. Der kommt einfach wieder in den Slot zurück und dann wird er nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Generell sei zu dem Gerät noch gesagt, dass man hier nicht die Bodenplatte abnimmt, um an das Innere zu kommen, sondern tatsächlich das Topcase abnimmt. Das heißt wirklich genau von hier oben. Und da ist es auch so, man muss zwar theoretisch die Abdeckung hier nicht abnehmen, um da dran zu kommen. Es ist aber trotzdem recht praktisch. Da ist zum Beispiel auch hier so ein kleiner Druckknopf, der den Akku an- und ausschaltet. Das heißt, sollte man die Serviceabdeckung abgenommen haben, ist der Akku automatisch ausgeschaltet. Also auch nicht wundern, falls das dann mal nicht geht. Und danach muss man eigentlich nur noch alle Schrauben, die hier zu sehen sind, ich blende euch die dann auch im Bild ein, allesamt rausnehmen und das Laufwerk an der Seite wird von, weiß jetzt gerade nicht, einer von den beiden Schrauben gehalten. Das kann man dann auch einfach rausnehmen. Ich persönlich würde es jetzt allerdings drin lassen, weil das ein bisschen einfacher ist, dann das Gerät zu öffnen. Ich habe jetzt hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset benutzt. Das ist wirklich super praktisch. Hier sind alle Aufsätze, gegebenenfalls auch Schrauben dabei, die man so gebrauchen kann. Und bei dem Modell sind alle Schrauben gleich lang und die gleiche Art, nämlich Kreuzschrauben. Und deswegen habe ich hier als Aufsatz einen Kreuzschraubendreher genommen und zwar einen PH0. So, wenn man dann alle Schrauben rausgenommen hat, kann man dran gehen und das Topcase lösen. Dazu möchte ich jetzt aber direkt am Anfang gleich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis geben. Und zwar ist
Ich zeige euch das mal schnell. Hier kann man die Verbindungslinie ganz gut sehen. Durch das Rot-Schwarz setzt sich das jetzt hier super gut ab. Auch hier hinten sieht man das ganz gut, wo man da eine Öffnung schaffen muss. Und da sei aber dazu gesagt, dass direkt unter dem Topcase 2 Kabel sitzen, die mit der Platine verbunden sind. Das heißt, wenn man das Topcase gelöst hat, dann nicht dran reißen. Also auf keinen Fall das irgendwie nach oben hin scharf wegnehmen. Ich zeige euch das natürlich auch gleich, aber da muss man erst die beiden Kabel lösen. Ich nehme jetzt hier zum Aufmachen so einen dünnen, flachen Metallgegenstand und ich werde jetzt hier auf der Rückseite anfangen. Und da ist es so, das kann manchmal ein bisschen schwer gehen. Das ist es hier tatsächlich, weil das Gerät gerade schon auf war. Ist da schon eine kleine Lücke drin. Und im Normalfall versucht man einfach an irgendeiner Stelle hier reinzukommen und das dann aufzuhebeln. Und man hört das auch, wie die Einraststellen sich lösen. Das knackt manchmal auch relativ laut. Und da ist auch einfach ein bisschen Geduld. Man kann da nichts weiter kaputt machen, aber muss halt wirklich alle Stellen dann erstmal hier rausbekommen. Und sobald man, ich sag mal, die Rückseite so ein bisschen angelockert hat, kann man dann an der Seite weitermachen. Hier zum Beispiel sieht man jetzt schon ganz gut, wie sich das anfängt zu lösen. Sollte das eben nicht der Fall sein, hat man jetzt hier, dadurch, dass das Laufwerk drin ist, noch ein bisschen Spiel. Man kann das hier rausmachen. Und wie gesagt, das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Das geht manchmal schwerer, manchmal einfacher. Gerade hier auf der Vorderseite. Und auch da arbeitet man sich dann einfach mit der gleichen Technik weiter. Genau wie hier, ein bisschen widerspenstig. Auf jeden Fall nicht mit Gewalt. Wirklich versuchen, das einfach langsam nach und nach zu lösen. Und wie gesagt, das knackt manchmal auch echt laut, aber keine Angst. Und wenn man das jetzt dann eben gelöst hat, dann zeige ich euch das mal schnell. Und dann kommt hier eben das Topcase nach oben. Und dann sieht man eben hier drin die beiden Kabelverbindungen. Und die muss man zuerst lösen, damit man da nicht aus Versehen etwas abreißt. So, und jetzt versuche ich euch das hier mal zu zeigen. Ich zeige die beiden Steckverbindungen nachher auch noch mal im Detail. Auf der rechten Seite hier haben wir einen Kippschalter, den klappt man hier quasi nach oben und der gibt dann das Kabel frei. Und dieser Stecker hier funktioniert so, dass man an der Seite so diesen Bügel, der hier ist, nach links und rechts wegzieht. Und auch hier, der gibt dann das Kabel frei. Und sobald man die beiden dann gelöst hat, kann man quasi gefahrlos das Topcase dann abnehmen. Genau, und so sieht das dann von unten aus. Hier sieht man die beiden Kabel. Da ist das Touchpad. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. So, obwohl wir jetzt hier den Service-Schacht quasi rausgenommen haben, der den Akku ja abschaltet, gehe ich trotzdem auf Nummer sicher und will als allererstes mal die Steckverbindung vom Akku zum Mainboard trennen. Und den Stecker kann man einfach seitlich greifen und so ein bisschen nach unten ziehen. Und dann ist da auch wirklich kein Strom mehr drauf. Um den Akku jetzt komplett rauszunehmen, muss man von vorne anfangen. Der ist hier hinten, also quasi an der Seite eingehakt. Und ich mache das jetzt auch wieder mit dem gleichen Öffner. Und dann kann man das hier an der
Stelle so ein bisschen nach hinten ziehen und nach oben hebeln. Dann geht man da eben einfach wirklich drunter und hebelt den da unten so ein bisschen raus. Genau, auch hier an der Seite hängt der immer so ein bisschen ein und hier. Und dann kann man den eben hier nach vorne hin rausziehen und dann eben auch gegebenenfalls austauschen. Gut, das Laufwerk, wie schon eingangs erwähnt, das kann man auch einfach rausziehen, wenn das Topcase noch drauf ist. Das sitzt dann eben hier. Wird ja eben auch von unten vom Gehäuse gehalten. Und dann können wir hier jetzt noch den Lüfter sehen und der Heatsink läuft in dem Fall unter dem Mainboard und kühlt das. Und dann zeige ich euch jetzt noch schnell das Touchpad. Und das Touchpad sieht man hier und wie gesagt, das kann man auch einzeln tauschen. Das wird von diesen 3 Schrauben hier gehalten und dann gibt es noch die Steckverbindung von hier. Je nachdem wie das geliefert wird, wo das lang läuft, muss man die dann auch lösen und das ist mit einem Kippschalter. Der funktioniert genau wie auf der anderen Seite. Ich zeige euch das jetzt hier mal schnell. Den klappt man eben zuerst nach oben hin auf und dann kann man das Kabel rausziehen. Und da ist es eigentlich bei allen Breitbandkabeln, egal wo, gibt es immer eine Linie, die angibt, bis wohin das Kabel quasi wieder eingesteckt werden muss. Und wenn man dann den Stecker zumacht, sieht man, die Linie ist genau über dem Stecker, sitzt also richtig drin. So, wie vorhin erwähnt, den Lüfter kann man auch einzeln tauschen. Da ist es so, hier laufen überall noch Kabel drumherum. Der Lüfter selber wird nur von den beiden Schrauben hier gehalten. Und hier sehen wir auch noch das Lüfterkabel und den Stecker. Und die Kabel sind wirklich super dünn, also ich würde da jetzt nicht dran ziehen. Ich versuche eher den Stecker seitlich hier zu fassen und dann einfach nach hinten hin rauszuziehen. Und hat man die Schrauben dann gelöst, kann man den Lüfter hier nach oben hin aus dem Gerät nehmen und dann eben auch gegebenenfalls tauschen. Da ist noch eine kleine Anmerkung, die ich hier machen würde, und zwar je nachdem wie der Lüfter geliefert wird, wie das Kabel hier ist. Auf einer Seite von dem Stecker hier kann man Kontakte sehen. Und die zeigen hier beim Wiederverbinden nach oben. Der Einbau ist jetzt wirklich auch genauso einfach. Der kommt einfach von oben wieder auf seine Position. Da gibt es echt nicht viele Möglichkeiten, direkt auf die Gewinde. Auf jeden Fall nicht vergessen, auch das Lüfterkabel wieder zu verbinden, damit der am Ende dann auch wieder richtig arbeitet. Und da auch darauf achten, dass der wirklich ordentlich drin steckt. Da muss man den eigentlich nur noch wieder verschrauben. Der Akku-Einbau funktioniert jetzt einfach in umgekehrter Reihenfolge. Man sieht hier eben die kleinen Nasen quasi und dann geht man unter das Breitbandkabel und legt den hier wieder ein und dann wird er einfach nur noch nach unten gedrückt. Rastet hier auch überall ein, wie man das hört. Und dann sollte man natürlich auf keinen Fall vergessen, auch hier das Kabel wieder zu verbinden, damit das Laptop am Ende auch wieder arbeitet und man nicht das Ganze nochmal aufmachen muss. Bis dahin wieder rein. Und so schnell geht das. So, das Topcase, um das wieder zu verbinden, das legt man jetzt einfach wieder hier oben drauf. Und dann muss man aber zuallererst natürlich die beiden Kabel wieder verbinden. Und das kann man wirklich super schlecht hier zeigen mit dem Topcase. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal ein ähnliches Kabel hier genommen und kann euch das da ein bisschen genauer zeigen. Und ich glaube, hier sieht man das ganz gut.
diese Schiene sitzt im geschlossenen Zustand eben ganz drin. Und so macht man das auch, wenn man das zum ersten Mal abmacht, das Kabel. Das heißt, man zieht an beiden Seiten diese schwarze Schiene hier nach hinten hin auf. Und das Kabel selber sitzt jetzt über der schwarzen Schiene. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also das ist nicht hier unten, sondern das geht wirklich hier oben drüber. Und da wird das dann wieder ganz reingeschoben. Das ist jetzt ein bisschen breiter als das Original, aber ich glaube, vom Verständnis her sieht man das. Und sobald das dann bis zur Linie drin sitzt, kann man dann die Brücke wieder nach unten schieben und dann sitzt das Kabel fest. So funktioniert das. Und das direkt daneben funktioniert im Grunde genommen genauso, wie ich das vorhin bei dem Touchpad gezeigt habe. Das heißt, das wird einfach wirklich nur aufgeklappt. Und dann kommt das Kabel hier rein. Und dann klappt man das wieder zu und dann kann man das Topcase von oben befestigen. So, und das kann manchmal ein bisschen friemelig sein. Deswegen werde ich das jetzt auch einfach mal im Schnelldurchlauf machen. Und beim Wiederverbinden, da kann man wirklich, das kann man richtig fest nach unten hin zudrücken. Das sollte auch wirklich überall alles geschlossen sein, dass man da keine Lücke mehr sieht. Ich mache jetzt hier das Laufwerk auch wieder rein. So, dann hat man hier ein bisschen mehr Widerstand. Und dann wird das wirklich alles wieder fest zusammengedrückt, bis alles wieder einrastet. Genau, und dann muss das nur wieder alles verschraubt werden. Am Ende die Serviceabdeckung natürlich nicht vergessen. Auch die wird einfach nur eingehakt und dann nach unten hin festgedrückt. Auch die zwei Schrauben noch mit rein. Und ja, dann hat man dieses Abenteuer auch bestanden. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.